Herzlich willkommen zu dieser Präsentation des Informationspakets zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Informationsmanagement der Fernuniversität in Hagen, kurz BIMA. Mein Name ist Till Winkler, ich bin seit Anfang 2021 der Leiter dieses Lehrgebiets. Wir haben dieses Informationspaket zusammengestellt, um Ihnen einen umfassenden Überblick über die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten an unserem Lehrstuhl zu geben. Hierbei versuchen wir, viele häufige Fragen zu adressieren, die Sie sich vermutlich gerade zu Beginn oder sogar vor Beginn der Betreuung Ihrer Arbeit an unserem Lehrstuhl stellen. Vielleicht schreiben Sie ja gerade bei uns eine Seminararbeit oder Abschlussarbeit oder planen dies zu tun. Dann sollten Sie sich auf jeden Fall die Hinweise in diesem Informationspaket sehr zu Herzen nehmen. Vielleicht sind Sie aber auch nur allgemein an wissenschaftlichen Arbeiten in der Betriebswirtschaftslehre und in der Wirtschaftsinformatik interessiert oder nur zufällig hier vorbeigesurft. Auch dann dürfen Sie sich selbstverständlich gerne diese Präsentationsfolien anschauen. Vielleicht empfiehlt sich in diesem Fall auch ein selektiveres Vorgehen. Das Informationspaket besteht aus insgesamt 5 Teilen, die jeweils in abgeschlossenen Foliensätzen auf unserer Webseite verfügbar sind. In diesem Foliensatz hier geht es zunächst um die übergreifenden Lernziele, die wir an Seminar- und Abschlussarbeiten stellen. Im zweiten Teil sprechen wir dann über die Planung von Abschlussarbeiten und die Entwicklung eines Forschungsthemas. Das stellt sicherlich häufig die erste große Hürde dar. Die dritte Präsentation gibt dann Hinweise zum Aufbau und der Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten allgemein, insbesondere Seminar- und Abschlussarbeiten natürlich. In dem vierten Teil geben wir dann eine ganz kurze Einführung in die verschiedenen möglichen Methoden, die in der Wirtschaftsinformatik verfügbar sind, von denen Sie eine oder mehrere auch in Ihrer Arbeit verwenden können und sollten. Im 5. Kapitel geben wir abschließend eine Reihe allgemeiner Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten bezüglich Schreibstil, Zitationsform, Literaturquellen und nicht zuletzt zur Verpflichtung zur wissenschaftlichen Sorgfalt. Beginnen wir aber zunächst mit den Lernzielen und den Unterschieden zwischen Seminar- und Abschlussarbeiten. Seminar- und Abschlussarbeiten sind die beiden Typen von wissenschaftlichen Arbeiten, die Sie bei uns am Lehrstuhl und übrigens auch allgemein an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft in der Regel anfertigen können. In den meisten Studiengängen ist nur eine Seminararbeit vorgesehen, deswegen bildet die Seminararbeit für viele von Ihnen sicherlich die erste wissenschaftliche Arbeit, die Sie anfertigen. Grundsätzlich geht es bei Seminararbeiten um die Bearbeitung eines klar abgegrenzten Themas, was wir als Lehrstuhl vorgeben, und die Diskussion der Erkenntnisse gemäß der Zielsetzung im Rahmen dieses Themas. Genau wie die anderen Lehrstühle haben wir jedes Semester wechselnde Themenschwerpunkte, wobei sich manchmal auch erfolgreiche Seminare wiederholen können. In der Regel schreiben Sie eine schriftliche Seminararbeit und präsentieren Ihre Arbeit. Der Umfang einer Seminararbeit ist 15 Seiten, inklusive aller Abbildungen und Tabellen. Dabei werden Deckblatt, Verzeichnisse und Anhänge nicht mitgezählt. Sie sollten maximal 10% von dieser Vorgabe abweichen. Abschlussarbeiten bezieht sich auf Bachelor- und Masterarbeiten. In Abschlussarbeiten werden die Themen selbstständig von Ihnen gewählt und entwickelt, wobei einige Betreuende auch Themenvorschläge anbieten. Wir tun dies zu Beginn des Semesters über die Moodle-Seite zu den Abschlussarbeiten über eine sogenannte Themendatenbank. Dieses Thema entwickeln Sie und fassen Sie zusammen in einem ausgearbeiteten Exposé, das Sie innerhalb der ersten 4 Wochen nach Semesterstart abgeben sollten und mit Ihrem Betreuenden besprechen sollten. Danach sehen wir nochmal eine Überarbeitung vor und dieses Exposé ist dann die Voraussetzung für die Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit. Und ab dann läuft sozusagen die offizielle Zeit, die Sie haben zur Bearbeitung Ihrer Abschlussarbeit. Bachelorarbeiten sollten in 3 Monaten abgegeben werden. Hier ist der Umfang 10.000 Wörter. Für die Bearbeitung von Masterarbeiten haben Sie 6 Monate ab der Anmeldung und der gewünschte Umfang sind 14.000 Wörter. Seminararbeiten bilden somit eine Vorarbeit, in der Sie das Grundzeug des wissenschaftlichen Arbeitens erlernen, wie zum Beispiel, wie führe ich eine Literaturanalyse durch, wie bringe ich die ganzen Sachen zu Papier. Vielleicht wählen Sie auch dort schon ein Themenfeld oder eine Methodik, mit der Sie auch später in der Abschlussarbeit arbeiten können. Insofern bilden Seminararbeiten die Grundlage für die spätere Anfertigung Ihrer Abschlussarbeit an unserer Fakultät, zum Beispiel an unserem Lehrstuhl. Die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar von unserem Lehrstuhl erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Abschlussarbeitsplatz bei uns bekommen können. Gucken wir uns mal
die Zeitleisten für Seminar- und Abschlussarbeiten im Vergleich an. Seminararbeiten werden also im Rahmen eines Semesters durchgeführt. Sie bewerben sich für ein Seminar bei uns über das WebRegis-System. Da gibt es eine Deadline für die Bewerbung. Dann werden Sie durch das Prüfungsamt zugeteilt. Sie brauchen also sich nicht direkt bei uns bewerben. Bitte sehen Sie davon ab, direkt an unseren Lehrstuhl per E-Mail zu schreiben. Unser Lehrstuhl vertraut auf den Zuteilungsalgorithmus des Prüfungsamts und darauf, dass dort die richtige Priorisierung durchgeführt wird, sollte es denn einmal mehr Bewerber als verfügbare Plätze in einem Seminar geben. Ich weiß, andere Lehrstühle handhaben das zum Teil anders. Bei uns bewerben Sie sich ausschließlich über WebRegis und über das Prüfungsamt. Dann ist der Semesterstart. Zum Semesterstart geben wir Ihnen ausführliche Informationen über die Inhalte des Seminars. Vielleicht gibt es synchrone oder auch asynchrone Informationsquellen und Treffen. Und über das Semester gibt es dann verschiedene Deadlines und Arbeitspakete, an denen Sie arbeiten. Zum Beispiel arbeiten Sie zuerst ein Exposé oder für empirische Arbeiten ein Studienprotokoll aus. Dann gibt es eine selbstständige Forschungsphase. Wir arbeiten sehr viel mit Peer Reviews, wo Sie also Kommilitoninnen und Kommilitonen von Ihnen Feedback geben und Feedback bekommen. Dann arbeiten Sie Ihre Seminararbeit aus, geben eine Präsentation, möglicherweise eine Videopräsentation, stellen die vor und so weiter. Am Semesterende geben Sie Ihre Arbeit ab, dann wird die Arbeit von uns bewertet und Sie erhalten Ihre Note. Die Zeitschiene für Abschlussarbeiten hat etwas mehr Vorlauf. Sie bewerben sich also auch über WebRegis. Auch hier gilt wieder, Sie brauchen sich nicht direkt bei uns am Lehrstuhl bewerben. Wir treffen eine Auswahl basierend auf den Bewerbern, die uns vom Prüfungsamt zur Verfügung gestellt werden und machen dann die Zusage in dem Fall, dass wir Sie betreuen können. Sie werden eingetragen für eine Moodle-Gruppe, in der ausführliche Informationen zur Anfertigung der Abschlussarbeit vorhanden sind, unter anderem auch der Verweis auf dieses Informationspaket und wo auch Informationen zur Themenwahl gegeben werden. Dann erfolgt die Zuordnung der Betreuerin. Das kann nach Themenschwerpunkten erfolgen und gegebenenfalls können Sie sich dann auch vorgegebene Themen von unserem Lehrstuhl auf dieser Moodle-Seite auswählen. Sie arbeiten dann an Ihrem Exposé. Wie gesagt, das sollte innerhalb von 4 Wochen erstellt werden. Und planen Sie bitte die eine oder andere Überarbeitungsrunde mit Ihrem Betreuer ein. Wenn Sie und Ihr Betreuer sich dann darauf einigen, dass das Exposé steht, dann kann die Arbeit angemeldet werden und dann erfolgt die offizielle Bearbeitungszeit, also die 3 bzw. 6 Monate für Bachelor- und Masterarbeiten. Über diese Betreuungszeit sollten Sie auch den Kontakt zu Ihrem Betreuer halten. Wir arbeiten hier in der Regel mit Buchungssystemen, wo Sie sich selber für die Sprechstunde eintragen können, sodass Sie in regelmäßigen Abständen ja auch in Kontakt mit Ihrem Betreuenden stehen. Am Semesterende geben Sie dann die Abschlussarbeit ab. Dann erfolgt der Gutachtenprozess, also die Begutachtung durch den Erstgutachter. Das wären in dem Fall wir und den zweitbegutachtenden Lehrstuhl. Hier arbeiten wir sehr eng mit den anderen Lehrstühlen der Wirtschaftsinformatik an der Fakultät zusammen. Und am Ende erhalten Sie auch hier vom Prüfungsamt Ihre Note und haben dann im Optimalfall Ihren Bachelor- oder Masterabschluss erreicht. Hier nochmal die Botschaft: Die Bewerbung für Seminar- und Abschlussarbeiten erfolgt also ausschließlich über WebRegis. Eine separate Bewerbung an unseren Lehrstuhl ist nicht erforderlich. An unserem Lehrstuhl haben wir mehrere übergeordnete Lernziele an Seminar- und Abschlussarbeiten definiert. Lernziele sind konkrete, erreichbare und messbare Ziele, an denen Lehrveranstaltungen und auch Seminar- und Abschlussarbeiten ausgerichtet werden. Und deswegen sind diese ganz maßgeblich für Sie zur Orientierung und auch für uns am Ende zur Bewertung der Arbeiten. Für Seminararbeiten sind das 7 Lernziele. Um ein Seminar sehr gut zu bestehen, wählen und motivieren Sie ein Thema, das in Bezug auf das Oberthema des Seminars relevant ist, und formulieren daraus eine Forschungsfrage, die Ihren Forschungsprozess leitet. Hier geht es also primär um die Motivation und die Schilderung der Problemstellung zu Beginn in der Einleitung Ihrer Arbeit. Zweitens, demonstrieren Sie Ihr Verständnis der zur Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Literatur und stellen den Wissensstand auf dem Gebiet Ihrer Seminararbeit effektiv dar. Dies erfolgt typischerweise im 2. Kapitel der Seminararbeit oder Ihrer Ausarbeitung. Drittens, erläutern Sie die Anwendung der empfohlenen Forschungsmethodik des Seminars auf Ihr Thema sowie die etwaige Nutzung zusätzlicher Daten in diesem Prozess. Hier geht es also primär um die Methodik, die Sie bewusst wählen sollten und korrekt anwenden sollten und auch die Rolle von Daten in diesem Prozess erläutern sollten. Viertens, leisten und präsentieren Sie eine strukturierte Analyse der gewählten Problemstellung durch die Anwendung der gegebenen Forschungsmethode. Dies tun Sie typischerweise im 4. Teil, im
Analyseteil oder im Ergebnisteil, wo dann die Methodik auf Ihr Thema angewendet wird. 5. Fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Analyse vor dem Hintergrund der Literatur zusammen und diskutieren die praktischen Implikationen sowie die Einschränkungen Ihrer Arbeit. Hier geht es also um den Diskussionsteil, wo Sie Ihre Ergebnisse zusammenfassen und gegen die Literatur spiegeln und auch über praktische Implikationen und mögliche methodische Einschränkungen Ihrer Arbeit reflektieren. 6. Bei dem Ganzen stellen Sie eine logische Kohärenz zwischen Forschungsfrage, Analyse und Schlussfolgerung dar. Und 7. Strukturieren und präsentieren Sie Ihre Seminararbeit in einer zugänglichen Form, die sprachlich und formal den Standards des wissenschaftlichen Arbeitens genügt. Hier geht es also um die Präsentation, um den Schreibstil, um die Sprache und um die formalen Anforderungen. Und was die Standards des wissenschaftlichen Arbeitens sind, das finden Sie übrigens auch im 5. und letzten Kapitel dieses Informationspakets. Die Lernziele für Abschlussarbeiten sind gar nicht so anders wie die Lernziele an Seminararbeiten, denn auch hier handelt es sich um eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Allerdings legen wir noch 2 zusätzliche Lernziele hier an die Evaluation dran. Wir haben also insgesamt 9 Lernziele. Erstens ist das wieder die Identifikation und Motivation der Forschungsfrage. 2. das Verständnis der notwendigen relevanten Literatur. Und 3. für Masterarbeiten erwarten wir auch, dass Sie eine Theorie oder ein Modell oder ein Rahmenwerk entwickeln aus dieser Literatur, welches für die Analyse der gewählten Problemstellung geeignet ist. Das heißt, über die Wiedergabe des Forschungsstandes in der Literatur hinaus erwarten wir, dass Sie daraus eine Art Modell, ein Rahmenwerk, eine Struktur entwickeln, die Ihnen speziell zur Beantwortung Ihrer Forschungsfrage in Ihrer Masterarbeit hilft. 4. und auch dies unterscheidet sich von Seminararbeiten, erwarten wir, dass Sie bei Bachelor- und Masterarbeiten die Auswahl der Forschungsmethode und das Forschungsdesign sowie die Nutzung von Primär- und Sekundärdaten begründen. Der Unterschied zur Seminararbeit ist, dass in der Seminararbeit ja in der Regel die Forschungsmethodik vorgegeben ist, deswegen müssen Sie die Auswahl dort nicht begründen. In Ihrer Abschlussarbeit dagegen wählen Sie die Methodik selber und die Gründe hierfür sollten auch ausreichend im Methodenteil dargelegt werden. Dann leisten und präsentieren Sie eine strukturierte Analyse der gewählten Problemstellung durch die Anwendung der gewählten Forschungsmethode, wie in der Seminararbeit, nur im größeren, ausführlichen Kontext, und führen die Ergebnisse Ihrer Analyse mit dem Wissensstand in der Literatur zusammen und diskutieren nicht nur die praktischen Erkenntnisse, sondern hier in einer Abschlussarbeit erwarten wir auch eine gewisse Diskussion der theoretischen Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit. 7. und das geht wieder über die Seminararbeit hinaus, evaluieren und diskutieren Sie kritisch die Qualität der gewählten Vorgehensweise in Bezug auf deren Angemessenheit und Limitationen und geben Perspektiven für zukünftige Forschung in dem Themengebiet Ihrer Abschlussarbeit. Also während wir in der Seminararbeit eine Diskussion der möglichen methodischen Einschränkungen erwarten in geringem Umfang, ist die kritische Reflexion und die Evaluation der eigenen Arbeit in Bezug auf methodische und forschungstheoretische Aspekte ein essentieller Bestandteil der Abschlussarbeit. Deswegen ist das hier ein eigenes Lernziel, die kritische Evaluation. Und 8. erwarten wir wieder die logische Kohärenz zwischen Problemstellung, Theorie, Methode, Analyse und Schlussfolgerungen. Und 9. last but not least, ist es auch wichtig, dass Ihre Abschlussarbeit formal und sprachlich korrekt präsentiert wird. Das ist sozusagen das Hygienekriterium, steht zwar hier ganz am Ende, aber ist natürlich ganz essentiell, denn ohne eine formal und sprachlich korrekte Darstellung Ihrer Ergebnisse erübrigen sich eigentlich die Punkte 1 bis 8. Dies sind also die übergeordneten Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen von wissenschaftlichen Arbeiten, die Sie bei uns am Lehrstuhl schreiben können, nämlich Seminararbeiten und Abschlussarbeiten mit ihren jeweiligen Lernzielen. In der nächsten Präsentation, im Teil 2 des Informationspakets, werde ich dann sprechen über die Planung und die Themenentwicklung bei Abschlussarbeiten. Vielen Dank.